Wenn ich das alles höre, ein Würfel Hefe, 1 Stunde Stockgarre und dann ist schon ein super Brot fertig. Also, und das sind noch Leute, die schreiben noch Bücher. So einen Dreck würde ich nie kaufen, ehrlich. Also heute backe ich mal so ein Brot nach und da wollen wir mal gespannt sein, wie das wird. Kommt von einer, die hat da Millionen Aufrufe auf ihre Brote. Wenn ich aber das alles so durchgucke, was sie da veranstaltet, da kann nichts Gescheites rauskommen. Jetzt mache ich hier mal solch ein Brot. Wir benutzen jetzt 320 ml lauwarmes Wasser. 320. So, ich benutze immer kaltes Wasser. Da rein komme 5 Gramm Frischhefe. Oje, oje, oje. Das ist echt eine Katastrophe. Also ich denke mal schon, dass ich das Brot dann nachher gleich in den Mülleimer schmeißen kann. Also sie schüttet da noch heißes Wasser hinzu. Da meinen sie noch, es wäre gut für die Hefe. Ich persönlich benutze eigentlich nicht mehr wie 0,7 Gramm. Wir haben ja jetzt minimal mehr Wasser gehabt und ich habe auch minimal mehr Hefe. Also das sind jetzt 5, ein paar Gramm. Das tun wir jetzt natürlich mal aufschlemmen, dass sich die Hefe da mal schön auflöst. So, dazu kommen jetzt 400 Gramm Weizenmehl, Typ 405 oder 550. Da muss ich schon lachen. Das 550 können wir stehen lassen, aber das 405er, Katastrophe. Trotzdem benutze ich es jetzt mal und mache das mal rein. Also 400 Gramm. Dazu müsst ihr die Waage nehmen. Ich bin vielleicht nicht so schnell, aber ich habe viel weniger Arbeit wie ihr. Garantiert. Weil bei mir sind das die Ruhezeiten. Und dann tust du dir viel leichter. In der Stockgache kannst du das Brot viel besser timen. Wenn ich jetzt merke, okay, das geht mir zu schnell auf, dann stelle ich es eben kälter. Das Ganze hat was zu tun mit der Hefemenge. Viel Hefe, wenig Hefe, Sauerteig, kalt und warm. Das müsst ihr euch merken. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute keine Zeit mehr habe und ich habe den Teig angerührt, da gehe ich einfach hin und stelle es draußen den Gang ins Kalte. Wir haben jetzt in der Küche, meinetwegen 21 Grad. Und dann stelle ich es halt in den Gang, da hat es jetzt 17 oder 18 Grad. Dann geht das nicht mehr viel. Wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, da kann ich das genau dahin timen. Oder morgens früh von der Nachtschicht komme, da kann ich es noch schnell in den Backofen schieben. So, dann kommt rein 1,5 gestrichene Teelöffel Salz. Weil ein Teelöffel hat 6 Gramm. Nochmal ein halber. Ja, das sind jetzt 10 Gramm. 400 Gramm. Also wiegt das immer ab. Warum der so viel Aufrufe hat, kann ich eigentlich nicht verstehen, weil er kann eigentlich gar nichts und er schreibt noch Bücher. Das ist unglaublich. So, das haben wir mal reingemacht. Er nimmt jetzt natürlich immer normales, feines Salz, also Küchensalz. Ich habe jetzt französisches Meersalz genommen. Habt ihr ja gesehen, das ist so etwas braun und das ist auch grob. Warum nehme ich grobes Salz? Aus dem Grund, grobes Salz, das dauert viel länger, bis sich das auflöst. Merkt ihr was? Weil dann eure Hefe, euren Sauerteig hat viel bessere Chance, sich besser zu entwickeln. So, jetzt könnt ihr noch Körner hier nach Wahl reinmachen. Das heißt, Körner, die ziehen so gut wie kein Wasser. Wenn ihr aber Leinsamen reinmacht oder Flohsamen, die müsst ihr vorher einweichen. Die Leinsamen, okay, die kann man 2 Stunden stehen lassen, das ist okay. Aber Leinsamen, die brauchen mindestens 4 Stunden. Ich lasse sie immer noch länger stehen. Da kannst du auch, wenn du 20 Gramm Leinsamen, da musst du mindestens 90 Gramm Wasser dran geben. Weil das saugen die Leinsamen auf und das gibt euer Frischhaltung im Brot. Was habe ich hier jetzt? Hier habe ich keine Frischhaltung drin, ich habe kein Brüchtig drin, ich habe hier nichts. Das ist Schrott. So, wie gesagt, Körner nach Wahl. Ich messe es jetzt mal ein bisschen ab, dass ihr ein bisschen Anhalt habt, wie viel ich da reingemacht habe. Das kriegt ihr beim Discounter, bei A. Da mach ich mal ein bisschen was rein. Das sind jetzt 61 Gramm, das passt. So, das ist eigentlich schon das ganze Rezept. Was ich aber immer noch mache, ich gebe noch ein kleiner Schuss selbstgemachter Essig rein und ein kleiner Schuss Olivenöl. Der Essig ist gut für die Haltbarkeit und für den Geschmack. Das gibt so ähnlich wie einen Sauerteiggeschmack. Da wir heute keinen Sauerteig benutzen, ich benutze immer Sauerteig, hier Luftpumpe. So, das ist jetzt das ganze Rezept und das wird jetzt nur vermischt. Da braucht er keine Maschine, gar nichts. Also ich benutze immer die Maschine. Dann nehmen Sie so komische Küchengeräte, die man schon 1962, da bin ich geboren, gehabt habe. Das braucht man doch heute nicht mehr. Wir haben 2026. Warum nehme ich dann immer noch hier diese alte komische Quirlmaschine? Den Mist. Jeder hat doch mittlerweile eine Küchenmaschine zu Hause. Da kann man doch den Teig kneten. Das ist doch kein Problem. Der macht aber auch nichts dreckig und das dauert doch gar nicht lange. Vielleicht ist es ja eher noch ein bisschen zu feucht, aber ist okay. Also ich persönlich
Wird jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was dazugeben. Ich habe jetzt dann hier einen kleinen Trick für euch. Mehl macht man normal nicht dazu, aber da wir ja freie Wahl haben, bei den Körnern alles, gebe ich jetzt hier mal ein bisschen Leinsamen dazu. Und das habe ich ja vorher gesagt, dass die eingeweicht werden müssen. So, das war nur so eine Prise, eine gute Prise. Braucht aber jetzt nicht einzuweichen, weil die fressen das übrige Wasser, fressen die ja jetzt auf. Das ist mein Trick und dann komme ich ganz genau auf meine Konsistenz. Ich möchte euch nur mal so ein verrücktes zeigen, wie die Leute alle ihr Brot machen. Und das schmeckt da hinten und vorne nicht. So, bei 5 Gramm Hefe und 400 Gramm Mehl, da sage ich jetzt mal, wir haben jetzt 9 Uhr knapp. Da würde ich mal sagen, das ist um 12 ist es fertig. So, da bin ich mal gespannt, wie euer Schrottbrot wird. Ihr möchtet nur solche blöde Brote backen, dann habt ihr das jetzt hier. Gleichmäßig verteile. Ja, da habt ihr euren Krempel. Also ich bin da jetzt gar nicht mit zufrieden. Der Backofen wird vorgeheizt auf 250 Grad und dann wird mit 230 Grad wird abgebacken. Und wenn wir das Brot einschieben, tun wir das noch mit 50 ml Wasser schwaden oder bedampfen. Nach 15 Minuten lassen wir den Dampf ab und backen den Rest, also 30 Minuten ungefähr, backen wir dann fertig. Wollen wir mal sehen, was aus dem Brot wird und ob es schmeckt. Backofen ist vorgeheizt. Schaut euch das mal an. Was willst du denn da noch einschneiden? Das ist doch ganz weich. Da kannst du vergessen. Das sind alles so Dinge. Viertelstunde später den Dampf ablasse und dann nochmal 30 Minuten fertig backe, insgesamt 45 Minuten. So sieht es jetzt schon mal aus. Das möchte ich aber jetzt nochmal außenrum ein bisschen anbacken. So, das geht jetzt nochmal für 3 Minuten hier rein. So sieht es aus. Nicht eingeschnitten. 5 Gramm Hefe auf 400 Gramm Mehl. Also wie gesagt, das ist nicht meins, aber wer es mal nachbacken will, kann es dann gerne nachbacken. Das ist so lecker. Das ist so eine Schrott. Oh, wie lecker! Also so sieht das Brot jetzt aus. Das Stücken legen das mal da drunter, dass ihr da mal ein bisschen was sieht, wie das Brot geworden ist. 3 Stunden Brot, 2 Stunden, dann ist es richtig abgekühlt. Also so sieht es jetzt aus. Schaut mal her, tolle Porung. Ist jetzt allerdings nicht so groß. Aber man will das ja auch nicht. Das ist ja ein Brot und da soll ja auch nicht die Butter durchfallen. Ich habe es schon probiert. Es schmeckt gut, aber es ist nicht meine Sache. Das ist ein reines Hefebrot. Aber ich muss sagen, es schmeckt, man kann es essen und wer das mal will, der kann es ja mal gerne nachmachen. Da müsst ihr mal gucken, wie richtige Brote schmecken, wie richtige Brote gemacht werden. Dann wisst ihr warum. Ich zoome es euch noch mal ein bisschen. Also so sieht es aus. So ein Brot erhalten. Ein 3 Stunden Brot, so wird es auch heißen. Und dann sage ich mal wieder Tschüss, ihr Luftpumpe.